Plötzlich ist da eine Mauer. Und schon ist eine Stadt geteilt. Die Mauer durch Warschau trennte den jüdischen Teil vom Rest. Warschau war nach New York die größte jüdische Stadt der Welt. Hier wohnten zwei Menschen, die sich zum Glück nie begegnet sind. Die Mauer war 3 Meter hoch und streng bewacht. Juden durften das Ghetto nicht verlassen. Rund 150.000 Menschen drängten sich pro Quadratmeter. Eine davon ist Kristina Butnicka. Damals hieß sie noch Helena Kutscher, 11 Jahre alt. Ich habe überlebt, um diese Geschichte zu erzählen, damit sie erinnert wird. Wenn ich könnte, würde ich meiner Familie ein Denkmal setzen. Sie waren eine 10-köpfige Familie, die mitten im jüdischen Viertel lebte. Der Vater war Schreiner, Kristina war die Jüngste. Ihre Brüder kämpften im Aufstand gegen die Besatzer. Die Nazis hatten offenbar vor, Kristina und ihre Familie und all die anderen im Ghetto langsam verhungern zu lassen. Ich lebte in meinen Träumen und stellte mir vor, ich hätte Brot und kaute drauf herum und hatte den Geschmack im Mund. Nur einen Steinwurf entfernt machten sich die Männer von Gestapo, Wehrmacht und SS breit im besetzten Warschau. Die deutsche Propaganda zeigte sie gern in einer eindeutigen Pose. Sie traten auf als Herrenmenschen. Einer von ihnen ist auf vielen Fotos zu erkennen, Unterscharführer Josef Blösche. Er jagte Menschen, auch ohne Befehl. Sie nannten ihn Frankenstein. Er war täglich im Ghetto, 2 Jahre lang, er kannte jeden Winkel. Der hat ihm einfach gesagt, fahrt mal ins Ghetto und erschießt, macht ein bisschen Rami-Demi und erschießt ein paar Juden. Und da hat sich Blösche mit Klaustermeier oder teilweise auch alleine auf eine Fahrradrikscha gesetzt. Das Fahrrad wurde gefahren durch den Juden. Und da hat er praktisch aus dem Sitz auf jüdische Menschen geschossen. Wahllos. Was ihm vor die Flinte kam. Weil er so ein guter Schütze war, hat er sogar, das haben auch Zeugen ausgesagt, Menschen erschossen, die aus dem Fenster geschaut haben, so unvorsichtig gewesen sind. Und die hat er getroffen, die hat er abgeschossen. So muss man sich das Leben der Familie von Kristina im Ghetto vorstellen. Oben patrouillierten die einen, im Untergrund lebten die anderen. Sie bauten sich Fluchtwege und im Keller ein Versteck. Der Bunker war fertig Anfang Januar 1943. Er war irgendwo an der Kreuzung von Zamenhof und Milastraße. Oben steckten die Nazis mutwillig alle Häuser in Brand. Das ganze Ghetto stand im Feuer. Unser Bunker hielt es aus. Aber es war schrecklich heiß darin, man konnte es nicht aushalten. Und wir flohen und unsere Route führte uns in die Kanalisation. Dort war es kühl, trotz der Brände oben auf der Straße. Kein Ort für ein kleines Mädchen von 11 Jahren mit all dem, was da vorbeischwamm. Für Ermittler wie Rainer Stenzel war es später hilfreich, dass die Nazis verblendet genug waren, ihre eigenen Taten
so genau zu dokumentieren. Das ist der sogenannte Stroop-Bericht, der schon eine große Rolle in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen spielte. General Stroop war der Kommandant des Warschauer Ghettos und hatte Blösche als Vollstrecker bei sich. Dieser Bildbericht, den hat der General Stroop anfertigen lassen über die Liquidierung des Warschauer Ghettos. Das ist das Titelblatt. Es gibt keinen jüdischen Wohnbezug in Warschau mehr. Und diesen Bericht hat er an Himmler geschickt. Ein Exemplar hat er. Und also es sind wenige Exemplare gefertigt worden. Das Bild reichte, um ihn zu überführen. Und Plösche war so überrascht. Plösche wusste gar nicht, dass so ein Bild über ihn existiert. Und weil er so überrascht war, hat er sofort gesagt, das bin ich. Wir haben dann gesagt, na dann schreiben Sie mal hinten drauf, dass Sie das sind und schildern Sie, wobei das Bild aufgenommen ist. Und da hat er draufgeschrieben, in etwa, das zeigt ihn bei einer Deportationsaktion im Warschauer Ghetto. Er hat nicht gesagt, dass das während der Liquidierung des Warschauer Ghettos war, also als der Aufstand lief. Und dass diese Leute alle zu denen gehörten, die 2000 Personen, die im Hof des Judenrates erschossen worden sind. Auch dies ist ein Propagandabild für die Wochenschau. Menschen ohne Gegenwehr, die sich willig wegführen ließen. Eine lange Reihe auf dem Weg zu den Zügen. Aber irgendwann wird klar, die vermeintliche Umsiedlung ist eine einzige große Lüge. Am 19. April 1943 erheben sich die letzten Bewohner des Ghettos, 1000 Kämpfer, unterstützt von 50.000 Zivilisten. Der größte jüdische Widerstand weltweit gegen die Besatzer. Gegner und vor allem Gegnerinnen, mit denen sie nicht gerechnet hatten, die plötzlich aus dem Untergrund kommen und das Feuer eröffnen. Es gibt seitenweise Berichte über erschossene SS-Männer, 15 Tote und 75 Verwundete auf Seiten der NS-Besatzer. Statt 3 Tagen brauchen SS und Wehrmacht einen ganzen Monat, um den Aufstand zusammenzuschießen und das Ghetto niederzubrennen. Und das meldet die SS auch nach Berlin. Es war keine Seltenheit, dass diese Weiber aus beiden Händen mit Pistolen feuerten. Immer wieder kam es vor, dass sie Pistolen und Handgranaten, polnische Eierhandgranaten, bis zum letzten Moment in ihren Schlüpfern verborgen hielten, um sie dann gegen die Männer der Waffen-SS, der Polizei und der Wehrmacht anzuwenden. Wo einst das Ghetto war, steht heute ein Museum. Lange Zeit waren es ausgerechnet Fotos der NS-Propaganda, die das Bild vom Aufstand prägten. Bis im Nachlass eines polnischen Feuerwehrmannes einzigartige Negative auftauchten, ein Bilderschatz voll Anteilnahme und Mitleid. Das sind vor allem Fotos von Zbigniew Leszek Schawaschewski. Er war ein junger Mann in den 20ern, ein Feuerwehrmann. Und da die Feuerwehr während des Krieges den Besatzungsbehörden unterstellt war, unterlag sie auch den deutschen Befehlen. Ihr Befehl lautete, die Grenzen des Ghettos zu bewachen, damit die Brände nicht auf das sogenannte arische Viertel übergriffen. Man kann sehen, dass es in dieser Gruppe von Menschen zum Beispiel eine Person gibt, die getragen wird. Offenbar war sie verletzt, vielleicht vergiftet, denn die Deutschen haben Gas in diese verschiedenen Bunker geworfen und einige Juden wurden einfach vergiftet und dann konnten sie nicht mehr gehen. Konnten sich nicht mehr bewegen, sie wurden ohnmächtig, sie mussten sich übergeben. Und man kann auch Kinder erkennen. Ich weiß nicht, wie lange wir saßen und auf Hilfe warteten. Eine Nachricht erreichte uns, wir würden gerettet werden.
Und tatsächlich kamen bewaffnete junge Männer. Und dann ereignete sich die größte Tragödie meines Lebens. Meine Eltern waren zu schwach. Sie kamen nicht mehr hoch. Meine etwa 20 Jahre alte Schwester, für mich schon eine Erwachsene, hatte entschieden, bei ihnen zu bleiben. Ich weinte, weil ich nicht ohne unsere Mutter gehen wollte. Aber meine Mutter sagte, geh. Polnische Bürger retteten Krystyna, sie kam in ein Waisenhaus und überlebte als einzige ihrer Familie. Heute ist sie Ehrenbürgerin von Warschau. Nach dem Krieg tauchte SS-Mann Blösche in der DDR unter. Erst über 2 Jahrzehnte später wurde er enttarnt und in Hohenschönhausen inhaftiert, dem Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit. Das ostdeutsche Regime wollte sich als der antifaschistische Staat der beiden Deutschlands präsentieren. 80 Nazi-Kriegsverbrecher kamen vor Gericht. In Raum 356 erschien ein schmächtiger kleiner Mann, unauffällig und sehr dienstbeflissen, der vollendete Untertan. Das heißt, wenn er reinkam, stramm gestanden, Hacken zusammengeschlagen, ordentlich gegrüßt. Er hat mich als Offizier angesehen. Ich war für ihn eine wichtige Person. Er war ja nur Mannschaftsdienstgrad. Blösche zeigt keinerlei Reue, aber er nennt Namen anderer Kriegsverbrecher. Er bekommt seine Lieblingszigaretten und Kaffee. Es gilt, seine Geständnisbereitschaft zu erhalten. Der vernehmende Offizier Stenzel ist damals 25 Jahre jung. Sie sitzen Hunderte von Stunden zusammen. Ein Bedauern, wenn der Zeuge besonders grausame Dinge geschildert hat. Der Opfer war ihm in keiner Hinsicht anzumerken. Er hat nur Tränen vergossen über sein eigenes Unglück, weil er daran gedacht hat, wenn das alles in der Gerichtsverhandlung über mich aufgesagt wird und zum Vorschein kommt, dann ist die Todesstrafe nicht vermeidbar. Und da fing er dann an zu heulen, zu flennen. Blösche war als Bergmann im thüringischen Urbach untergetaucht. Er machte seinen Meister, war Mitglied der Gewerkschaft. Kurz nach dem Krieg hatte er einen schweren Arbeitsunfall und war seitdem entstellt. Lange lebte er unbehelligt, doch eines Morgens im Januar 1967, Blösche hatte die Nachtschicht hinter sich, standen Stasi-Fahnder in Zivil vor seiner Haustür. Seine Frau konnte erst nicht fassen, dass ihr Mann mehr als 2000 Menschen auf dem Gewissen hat. Mein Mann war doch so ein guter Familienvater. Der hat sich doch so um seine Familie gekümmert, um seine Kinder gekümmert. Das kann doch nicht sein. Blösche wird für schuldig befunden und 1969 hingerichtet. Da, wo das Ghetto stand, steht heute eine moderne Stadt, nur manche Flächen sind leer. Nicht weit weg von der Straße, in der Krystyna Budnicka groß wurde, der Zamenhofer, ist man dabei, die Stadt unter der Stadt freizulegen, auf der Suche nach dem alten Warschau, dem jüdischen Warschau. Bisher wurden 6000 Gegenstände des täglichen Lebens gefunden. Die Nazis wollten jede Erinnerung tilgen. Das ist ihnen nicht gelungen.